ein bisschen. Erstes Öffnen ist immer File from. Das erinnern Sie vom Tickverräder noch. Wenn Sie es dann einmal geöffnet haben, dann speichert es gleich mal als erstes weg. Also hier umbenennen mit entweder Properties Menü, das ist hier Rechtsklick, oder ich nutze immer Alt Enter. Das kennen Sie inzwischen auch schon. Hier kann man den Namen ändern. Dann nehme ich da den Teil Aufgabenstellung raus, vergebe das aktuelle Datum. Umbenannt und speichere das in meinem Bereich. Ja, hier ist doch genau richtig. Gut. Dann schauen Sie mal rein, was in dem Modell schon so vorhanden ist. Der Strukturbaum bietet vorbereitete Elemente. Und zwar das erste, was Sie noch nicht kennen, unter Parameters gibt es hier diesmal ein bisschen mehr als beim letzten. Und zwar gibt es vordefinierte Parameter-Sets. Das sind Gruppierungen von Parametern. Das ist eigentlich nur ein Ordner für Parameter. Darunter hängt dann einmal hier für das Material, für die Dichte, für das Volumen und für das Gewicht jeweils ein. Die hängen natürlich voneinander ab. Sie sehen, die Dichte ist eingetragen, das Material, ja. Das Volumen wird dann berechnet und das Gewicht auch. Dann haben wir hier ein Parameterset Bohrung. Für die Bohrungen, die nachher in das Bauteil eingebracht werden, stellen wir mit diesem Parameterset nachher alle spezifischen Eigenheiten. Da gehen wir wieder zu. Und es gibt einen Parameter, der für die geometrische Verknüpfung da ist, breite Lagerung. Den nutzen wir also, um dort die Konstruktion mitzustellen. So, dann gibt es hier schon bereits 4 oder 5 vorbereitete Kopiervorlagen. Das sind diese Ordner, die ich geometrische Sets nenne, oder so heißt sie auch, abgekürzt Geoset. Da drin jeweils unser EVA-Prinzip, Eingabe, Verarbeiten, Ausgabe. Darin wird gearbeitet. Ich fange mit der ersten Kopiervorlage an und nenne die um. Und zwar das erste Bauteil, was ich erstelle, ist der Grundkörper und davon der Boden. Für den Boden des Grundkörpers, nämlich in dem Verarbeiten-Ordner, die vorbereiteten Sketche. Hier sind ja Planes drin. Ich fange mal auf der XY-Ebene an. Blende die ein, dann sehen Sie sie. Und zur XY-Ebene passt dieser Sketch hier, Curve XY, der ist darauf aufgebaut. Den nehme ich, benenne ihn um. Grundkörper Boden, Profil draußen. Um in dem Sketch zu arbeiten, muss ich doppelt draufklicken. Dann ändert sich die Ansicht und ich sehe dieses Raster. Jetzt kann ich hier drin sketchen. Sie sehen ja auch, die Workbenches eben hat sich verändert. Wir haben die Toolboxen, um die Sketch-Elemente zu erzeugen. Schauen wir mal kurz ins Skript. Da ist das Sketch zu sehen. Das ist nicht so ganz trivial, für Sie am Anfang auch gar nicht mal so einfach zu erzeugen. Ich gebe mir Mühe, das so zu machen, dass Sie es nachvollziehen können. Die Kontur ist grundsätzlich diese hier auf einer Seite der H-Achse und wir spiegeln die zweite Seite nachher rüber. So, um da irgendwo hinzukommen, fangen wir mal so an, mit scharfkantig und bringen hinterher noch die Reihen auf. Wobei, da habe ich gestern mit rund angefangen. Machen wir mal so. Mal gucken, wie Sie das hinkriegen. Sie können es gleich selber. Bevor Sie anfangen zu sketchen, ein wichtiger Tipp. Wenn ich jetzt hier irgendein Element auswähle, zum Beispiel Linie, und klicke irgendwo drauf, dann kann es mir passieren, dass ich beim Klicken ein Element erwische, was sich eigentlich nicht auf der Sketch-Ebene, sondern in 3D befindet. Schauen Sie mal, wenn ich die Ebene so wegklippe, dann sehen Sie, die magentafarbenen Sachen sind eigentlich außerhalb des Sketches. Das sind 3D-Elemente. Da sollten Sie gar nicht draufklicken. Um das zu verhindern, machen Sie bitte Folgendes. Erstmal wieder normal in die Richtung gucken, das ist dies hier, Normal View. Und dann Ausblenden der 3D-Elemente geht mit diesem Schalter hier. Sehen Sie diese Prisma geradezu. Und dort sieht man die Sketch-Ebene. Jetzt sieht man im Moment die Sketch-Ebene und den Prisma voll. Wenn ich hier drauf gehe, sieht man nur die Sketch-Ebene voll und den 3D-Raum abgedimmt. Lowlight. Und ganz unten ist No 3D Background. Das wähle ich aus und dann sehen Sie, verschwindet es.
Und somit auch diese Möglichkeit, dort Fehler zu erzielen. So, den Strukturbaum blende ich mal aus mit F3, dann habe ich mehr Platz. Jetzt nehme ich dieses Profil hier zum Sketch. Mit dem Profil arbeite ich gerne, weil es ist wie ein Gummizug, da kann ich eins nach dem anderen klicken. Wenn Sie das Profil aufhaben, dann haben Sie hier so ein Menü, das heißt Sketch Tools. Hier kann man sehen, dass ich jetzt zurzeit eine Linie zeichnen würde. Ich kann aber auch hier einstellen, ich fange mal mit einem 3-Point-Arc, das ist also eine Kurve durch 3 Punkte bestimmt, anfangen. Das nehme ich mal und zeichne einfach mal, hier sehen Sie, nach dem ersten und zweiten Punkt habe ich die Möglichkeit, mit dem dritten Punkt einen Kreisbogen anzufangen. Schließe den ab und dann schalten die Sketch Tools automatisch wieder auf die Linie um. Sie sehen als nächstes eine Linie. Und wenn ich jetzt mit dem, Sie kennen diesen automatischen Fangmodus in dem Sketch, wenn diese blauen Elemente zeigen, an der Stelle zum Beispiel wäre es tangential. Das macht die doppelte Linie da, das Zeichen soll zeigen tangential, das nehme ich. Und wenn ich jetzt wieder mit einem Radius rauslaufen will, Vorsicht hier beim Fang übrigens, ne? Da sehen Sie, da werden ganz viele Sachen gefangen, die man eigentlich gar nicht will. Wenn ich wieder mit dem Radius weitermachen will, dann kann ich hier drauf gehen, Tangent A, und gehe mit dem Radius weiter. Jetzt will ich kurz gucken, wie der Sketch weitergeht. Ich habe jetzt hier angefangen, gehe hier raus, da kommt tatsächlich ein Radius, da wieder ein Radius. Ich mache das mal, das muss so aussehen. So, genau, nochmal. Damit ich hier nicht irgendwelche Bedingungen fange wie das hier, das heißt Endpunkt immer deckungsgleich zur V-Achse, kann ich auch die Umschalttaste nutzen. Ich habe also die Umschalttaste genutzt, halte die gedrückt, klicke dann das nächste Element und dann habe ich nur die Bedingung tangential gefasst. So, jetzt gehe ich hier weiter. Es gibt noch eine Möglichkeit, mit einem Kreis weiterzugehen, und zwar einfach, ich klicke und halte die Taste. Linke Maustaste halten und ziehe so ein kleines Fensterchen auf. Dann wird wieder ein Radius erzeugt. Jetzt ziehe ich auch nochmal tangential raus. Jetzt erzeuge ich eine Linie. Ich ziehe nochmal, klicke, halte, wieder ein Radius und jetzt noch eine Linie. Und jetzt sieht das eigentlich irgendwie völlig anders aus als das, was ich haben will. Aber darstellen. Das ist natürlich erstmal am Anfang ungewohnt, aber es ist die schnellste Art zu sketchen. Also so annähernd das zu zeigen, was man eigentlich haben will. Und ich stelle jetzt einfach über die Bedingungen her, dass der Sketch so aussieht, wie er aussehen soll. Schauen Sie mal hier, da ist eine Horizontale. Die Radien haben jeweils Maße, das hier auch. Hier ist eine Vertikale. Und die Vertikale habe ich sogar schon. Alle Bedingungen, die ich jetzt einstelle, die Lagebedingungen, immer über diese Dialogbox. Und mein Menü ist verschwunden. Schauen Sie mal, wenn ich hier das Menü für die Constraints define in Dialogbox, das ist weg. Wenn Ihnen das passiert, Wiederholen der Standard Toolbars ist über View Toolbars, ganz unten Customize. Und dann geht dieses Fenster auf, da sagen Sie einmal Restore All Contents, bestätigen OK und Restore Position. Und nochmal OK bestätigen, jetzt ist alles wieder da, muss ich hören. So, ich mache nochmal an. Diese möchte ich horizontal einstellen. Das hier ist die Dialogbox. Schaut mal, diese Toolbox heißt Constraint, Bedingungen. Und dieses Ding heißt ja Constraints Defined in Dialog. Da suche ich horizontal raus. Dann habe ich dafür horizontal eingestellt. Lässt sich nicht mehr verändern. So, jetzt nehme ich mal die Vermaßung. Das ist diese Constraint, die bringt Maßbedingungen. Ich klicke doppelt, dann habe ich die ganze Zeit offen. Ich kann damit mehrere Elemente nacheinander vermaßen. So. Das muss in der Länge vermaßt werden. Da gibt es noch was. Hier die Höhe. Von da nach da. Was gibt es noch? Da gibt es einen Abstand, da gibt es einen Abstand. Die habe ich im Moment noch nicht im Zugriff. Den Radius hatte ich noch nicht. Gut, da beende ich erstmal. Schauen wir mal auf die Maße. So, hier ist ein Radius 26, das ist ein Radius 4 und da ist Radius 5. Also, das ist also 26. Oh, falsch, irgendwas verschrieben. 26. Dann ist es folgendermaßen, der Mittelpunkt hier
muss hier unten auf der H-Achse liegen. Schauen Sie mal, dann läuft nämlich der Radius hier genau vertikal ein. Das kann man einfach definieren, indem man multiselektiv, also Steuerung-Taste drücken, erster Klick, zweiter Klick, die beiden Elemente, die deckungsgleich sein sollen, die Dialogbox und Coincident, heißt deckungsgleich. Jetzt kann ich den da nicht mehr wegschieben. So Stück für Stück weitergehen. Ähnlich ist es mit diesem hier, genau. Den erstmal das Maß vielleicht da aufbringen, das soll sein 10,5. 10,5. Da den Punkt bitte nehmen, hier auf der numerischen Tastatur ist leider das Komma. Das funktioniert nicht. Doch, hier funktioniert das. Drüben bei dem Rechner ist er nicht. Und, interessant. Das ist nicht irritierend und das Bild auf einmal irgendwie komisch aussieht. Das geht meistens ganz gut wieder zu ändern. Meistens. Ich vergebe mal weiter Werte, das wird Radius 4 sein, das auch Radius 4. Das ist hier so umgeklappt. Hier ist die Höhe ja auch eingestellt. Ich stelle jetzt mal ein auf 32,5. Da sieht es ja besser aus. Sehen, man kann da so ein bisschen durcheinander kommen. Aber lass mich da nicht irritieren. Das möchte ich nicht. Ich möchte das eher weiter bauen. Okay, dafür gilt hier für die Stelle, der Mittelpunkt von dem Radius muss deckungsgleich mit der Linie sein. Also Mittelpunkt des Radius, multiselektiv, Steuerung-Taste, Dialogbox, Coincident. So, dann muss ich mit dem weiter darüber. Ja, okay. Jetzt gucken wir mal zu der Breite. Da ist hier der Mittelpunkt für diesen 26er Radius auf 10 mm Abstand zur V-Achse. Also den ziehen wir mal einfach hier rüber, auf die Seite der V-Achse, und dann vermaßen wir das hier mit 10 mm. Sieht doch schon ganz gut aus. Wenn die Maße mal möglichst nah ranziehen, dann können Sie die auch ganz gut sehen. Jetzt fehlt noch ein bisschen was hier an Bedingungen. Eine Breite fehlt noch. Und zwar sehen wir die hier oben, die 20 und die 10. Das kann man vielleicht ein bisschen schlecht sehen, aber die zeigen auf die scharfkantige Kontur. Ich habe ja schon verwundet. Diese Maße gehen direkt auf sozusagen die Theorie, da wo die beiden Linien aufeinandertreffen. Nicht den verrundeten Zustand. Den habe ich hier gar nicht. Den muss ich also nochmal herstellen. Dafür nehme ich diese Trim-Funktion hier aus den Operations. Da gibt es dieses Ding hier, Trim. Und trimme diese Linie gegen diese. Nachdem ich die beide gewählt habe, trimmt er mir die so aufeinander zu. Hier sehen Sie den Unterschied. Hier habe ich also die scharfkantige Version. Hier habe ich sie nicht. Hier kann ich dann vernünftig vermaßen. Ich trimme auf die andere Seite zurück. Soweit. Jetzt kann ich für die Linie ein Maß aufbringen. Das sollte, glaube ich, 20 sein. Oh, da ist irgendwas fehlgelaufen. Was ist denn hier los? Stop. Stop it. You. Whatever. Was ist das? Das hatte ich schon mal gucken. Jetzt geht's. So, 20. Und dann haben wir hier 10 von dem Eckpunkt zur V-Achse. Also da nochmal, suche diesen Eckpunkt raus. Da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, mit der Maus so rüberfahren und gucken, welches Moment gerade aktiv ist. Ne? Nicht die Linie, nicht den Kreisbogen, nicht das hier, sondern da ist der Punkt. Nur der Punkt zu der V-Achse. Maß ist hier 10 mm. Wie bitte? Der Punkt ist nicht im Raum. Nee, alles, was ich hier erzeugt habe, ist nur reines Sketching. Ach, ein Baum. Ein Baum. Ich habe einen Raum verstanden. Im Baum. Schauen wir mal kurz. Da hängt tatsächlich hier unter dem Sketch ein Ast, der heißt Geometry, und da gibt es ganz viele Elemente, und da können Sie ihn auswählen. Also, wenn Sie sich unsicher sind, dann fahren Sie da rüber mit der Maus, Rechtsklick, oder jetzt sieht man es schon, da hat er ihn schon gehighlightet, und da sehen Sie 17. Könnte man auch darüber gehen. So, mal gucken, wie sieht mein Sketch aus? Noch nicht ganz grün, hier fehlt noch irgendwas.
dieses Maß. Wo ist das? Da. 45,9 soll von der V-Achse zu dieser Vertikalen. Also das zu dem 45,9. So, jetzt ist alles grün. Ich nehme an, der Sketch ist ausreichend bestimmt, um da sicher zu gehen, nämlich diese Ampel. Die sagt ISO-Constraint, okay. Dann öffne ich die Lupe und gucke mir hier noch die Karteikarte Geometry an. Und die sagt mir, pass auf, du hast ein Profil gesketcht, das ist gut. Aber du hast hier noch zwei Radien, zwei Kreisbögen. Ah ja, klar. Hatte ich ja hier extra die scharfe Kante erzeugt, um das zu vermaßen. Das Profil muss aber hier lang gehen. Diese Kontur gibt es ja gar nicht. Gut, da habe ich noch ein Problem, das muss ich ändern. Ich trimme das also wieder zurück. Mit Trim, dies gegen das. Und jetzt sagt er mir so eine Meldung, pass mal auf, du hast hier eine Länge aufgebracht als Maß für diese Gerade. Wenn du die jetzt trimmst, muss ich das Maß in ein Distanzmaß umwandeln. Sage ich, ja, okay, mach mal bitte. Hat er das gemacht? Ich habe ja Nein gesagt. Gucken wir mal. Genau, hier ja. Und dann kann ich es da zurücktrimmen und das Maß bleibt aber an diesem Punkt. Sie sehen, sie hätte natürlich auch genauso gut scharfkantig arbeiten können und später den Radius einbringen. Was ist hier los? Verstehe ich nicht. Überall geschraubt die gerade. Machen wir neu rein. Punkt. Da Tangential, da fehlt scheinbar Tangential, stelle ich noch ein. Beide Elemente, Dialogbox, Tangency. Das ist grün, das ist. Okay, was ist da denn los? Gut, dann zeige ich Ihnen nochmal, wie man aus scharfkantig die Verordnung macht. Ich schmeiße einfach hier die beiden Elemente weg. Coincident. So sieht es aus, wenn Sie scharfkantig anfangen. Dann den Radius einbringen, ist dieses Ding hier Corner. Und dann habe ich bei Corner hier noch so ein Auswahlmenü, da heißt, entweder schneiden Sie alles Überflüssige weg oder Sie lassen ein Element stehen, mehrere und so weiter. Also ich schneide alles Überflüssige weg. Da ist ja der Radius. Jetzt kann man, wenn man den Radius schon weiß, hier über dieses Wertefeld gleich den Radius vergeben. Es geht am einfachsten mit der Tabulator-Taste. Schaut mal, so würde er sich ändern. Ich nehme die Tabulator-Taste und habe das Wertefeld aktiv. Gebe da die 4 ein und dann macht er das. Nochmal kurz kontrollieren mit der Ampel. ISO-Constraint, Geometry, nur noch ein Profil. So sollten Sie bitte Ihren ersten Stand herstellen. Ich weiß, es ist viel, aber wir haben ein bisschen Zeit. Ich gucke mir das an.